Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam wa rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdana min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Heute kommen wir zum vierten Teil, die Einführung in die Rechtswissenschaften. Und wir machen gleich weiter mit der dritten Phase, die Phase der Rechtsschulen. Und nun kommen wir zur Zeit der Tabi'in oder Atba' Tabi'in. Und dies ist die Generation nach den Tabi'in. Also wir müssen wissen, alle drei Generationen, die Sahaba, die Tabi'in und die Atba' Tabi'in oder auch Tabi'in, nennt man Salaf. Und alle vier Rechtsgelehrten der heutigen Zeit sind Atba' Tabi'in. Und nur bei Abu Hanifa gibt es Meinungsverschiedenheit, denn es wird gesagt, dass er Anas ibn Malik gesehen hat und deshalb kann es auch sein, dass er ein Tabi'in war. Und wer sind überhaupt die vier Gelehrten der heutigen Madahib? Als erstes Abu Hanifa, er ist geboren 80 nach Hijra und starb 150 nach Hijra. Zweitens Imam Malik, er ist geboren im Jahr 93 nach Hijra und starb 179 nach Hijra. Drittens Imam Shafi'i, geboren 150 nach Hijra und er starb 204 nach Hijra. Und wir sehen bei Imam Shafi'i und Abu Hanifa ist genau gestorben, als Imam Shafi'i geboren ist. Das ist nur so ein Fakt am Rande sozusagen. Dann viertens Imam Ahmed ibn Hanbal, geboren 164 nach Hijra und starb 241 nach Hijra. Und nun kommen wir zum Stammbaum des Fiqh und ich blende euch dazu vom Buch eine Seite ein, wo ihr dann genau seht, wo ihr den Stammbaum des Fiqh seht und genau erkennen könnt. Dieses Diagramm, das ich einblende, zeigt genau die Weitergabe des Fiqh von den Sahaba über die Tabi'in bis zu den vier Rechtsschulen. Es zeigt uns, dass die vier Rechtsschulen keine Erfindungen sind, sondern alle auf gemeinsamen Wurzeln basieren. Und das zerstört auch schon wieder so ein Scheinargument von diesen Leuten, die sich gegenseitig bekämpfen, weil sie denken, irgendein Madahib ist falsch oder die hängen alle zusammen. Und es ist nichts Einzelnes, sondern es hängt alles in sich zusammen. Es ist ein geschlossenes System, diese Madahib. Auch wenn es in bestimmten Sachen Meinungsverschiedenheiten gibt, sind alle richtig und alle gehören im Prinzip auch zusammen. Sie haben alle dieselbe Quelle. Und das zerstört schon wieder ein Argument dieser Anti-Madahib oder auch dieser radikalen Madhab-Anhänger. Und wie im vorigen Kapitel besprochen, konzentriert sich das Wissen nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf drei Regionen. Wie schon gesagt, die erste Region war Irak mit Kufa und Basra und dort war Abdullah ibn Mas'ud und er starb 32 nach Hijra. Und diese Schule war bekannt dafür, dass sie die Urteile in Rechtsfragen durch Vernunft und Logik schlossen. Die zweite war Mekka unter Abdullah ibn Abbas und er starb 68 nach Hijra. Und diese Schule war bekannt für Koran-Tafsir. Und das dritte war Medina unter Zayd ibn Thabit und er starb 45 nach Hijra. Und diese Schule war bekannt für die Tradition in Mekka. In Medina. Und nun kommen wir zu den Ketten der Überlieferungen. Und je nachdem, welchem Madhab ihr folgt, solltet ihr diese Kette kennen. In der hanefitischen Linie, also Irak, Kufa, wie wir schon letztes Mal erwähnt haben, ist Ibn Mas'ud lehrte Alqama, Alqama lehrte Ibrahim al-Nashai und Ibrahim lehrte Abu Hanifa. Und Muhammad bin al-Hassan war der Hauptschüler von Abu Hanifa, das müssen wir auch wissen, und ohne diesen Schüler gäbe es keine Verbindung zu Imam Shafi'i. Das bedeutet, Muhammad bin al-Hassan brachte also das Wissen von Irak nach Medina und nach Mekka. Und da sieht man wieder, wie es zusammenspielt. Dann gibt es die malikitische Linie, ist in Medina
mit Ibn Umar lernte Nafi, Nafi lernte Imam Malik und dies nennt man die goldene Kette. Also dies ist die berühmteste Überlieferungskette im Islam. Und dann gibt es die schafiitische Linie, unter anderem Imam Shafi. Er war Schüler von Imam Malik in Medina und er war Schüler von Abu Hanifa im Irak und von Sufyan bin Uwayna in Mekka und von Muhammad bin Hassan. Und da sieht man schon wieder die Verstrickungen. Und dann die hanbalitische Linie, Imam Ahmad ibn Hanbal. Er war Schüler von Imam Shafi'i und lernte auch von den Gelehrten, die bei Abu Hanifa gelernt haben und lehrten. Und Hanbali hatte Verbindungen zu allen Schulen und ist deshalb am breitesten gefächert, weil er war der Letzte, der gekommen ist und er hatte von allen Schulen gelernt sozusagen. Und daran erkennt man wieder mal, dass alle 4 Rechtsschulen auf die Sahaba und somit auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen sind. Und die Imame waren Lehrer und Schüler untereinander. Die waren alle in Verbindung untereinander, wobei auch der Lehrer vom Schüler profitierte. Und die Unterschiede der Rechtsschulen resultieren aus den verschiedenen Methoden der 3 Hauptschulen in Mekka, Medina und Irak. Und nicht aus verschiedenen Quellen, wie es manche verwirrte Leute hier auf TikTok sagen. Und das ist die komplette Widerlegung schon wieder für diese Leute. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, damit man nicht in solch ein Denken fällt. Ich habe einen gesehen, der hat auf TikTok Abu Hanifa Files gemacht. Und er wollte Abu Hanifa widerlegen und hat aus Büchern von Imam Shafi'i hat er Sachen genommen gegen Abu Hanifa. Aber dieser Majnun, dieser Miskin, dieser Verrückte, der, Allahu Alam, hat er mit ChatGPT oder keine Ahnung, hat er das übersetzt und hat die Fußnoten nicht beachtet. Und diese Sachen stehen bei Imam Shafi'i im Buch, aber in der Fußnote steht, dass diese Aussage gelogen ist. Das bedeutet, dieser Verrückte, ich nenne ihn verrückt, er nimmt diese Aussage, wo Imam Shafi'i selbst sagt, dass sie gelogen ist, und postet das gegen Abu Hanifa. Wie gestört sind diese Leute auf TikTok? A'udhu billah. Und ich bin ein bisschen abgeschweift, um zurückzukommen. Fiqh Abu Hanifa. Abu Hanifa und andere Gelehrten, das ist auch sehr wichtig, gründeten einen Rat. Und dort wurde eine Frage besprochen und diese einzelne Frage konnte sogar bis zu einem Monat dauern. Und es war so, wenn in diesem Rat alle Gelehrten, die dort drinnen waren, dort war nicht nur Abu Hanifa und der haute die Stempel überall drauf, so wie es sich manche vorstellen. Nein, wenn alle Gelehrte ihre Antwort gaben und sie sich einig waren, dann erst wurde das Urteil in den Fiqh von Abu Hanifa niedergeschrieben. Also er war nicht ein Einzelkämpfer, sondern alle Gelehrten, die dort drinnen saßen in dieser Zeit, wurden mit einbezogen. Und das waren nicht irgendwelche Leute. Und es gibt, was wir noch wissen müssen, es gibt ausgestorbene Madhahib. Und das ist auch sehr wichtig. Es gab viele Madhahib, aber manche von ihnen sind ausgestorben. Aber das bedeutet nicht, dass dieses Wissen verloren ging, aber es hat sich sozusagen aufgeteilt und verstreut. Unter anderem gab es das Madhab von Hassan al-Basri und er ist gestorben 110 nach Hijra und er überlieferte von 120 Sahaba. Der zweite ausgestorbene Madhab war von Sufyan al-Thawri und er ist gestorben 161 nach Hijra. Der dritte ist der Madhab von Al-Awza'i, er hatte 70.000 Fatwa gegeben. Stellt euch das vor, er hat 70.000 Fatwa gegeben und ist gestorben 157 nach Hijra. Dann das vierte Madhab war von Al-Layth ibn Sa'd, er ist gestorben 175 nach Hijra. Und sogar Shafi'i lobte ihn und sagte, er ist rechtskundiger als Imam Malik und nur die Schüler ließen das Wissen verloren gehen. Das ist auch diese
Diese Gelehrten lehrten was, aber die Schüler des Wissens haben es nicht weitergegeben, es ist untergegangen und so ist dieses Wissen verloren gegangen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Leute, die Wissen lernen, dieses Wissen behalten und weiter verbreiten und hört nicht auf die Leute, vor allem nicht auf TikTok. Wenn ihr Wissen habt, gebt es weiter. Und wenn ihr gelernt habt und euch sicher seid, dann gebt es weiter. Natürlich spricht man nicht über Themen, über die man keine Ahnung hat, aber es ist nicht zwingend erforderlich, dass man ein Zeugnis von der Medina-Universität mit sich trägt, so wie es einige jetzt versuchen zu verkaufen. Denn das Wissen muss gelernt werden und verbreitet werden, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Und auch wenn euch die Leute beleidigen und sagen, wie es auf TikTok halt ist, der spricht das nicht richtig aus, der weiß das nicht, das ist so und der ist von dieser Sekte. Egal, macht weiter, macht euer Ding, der Lohn liegt bei Allah und nicht bei diesen Irregegangenen. Dann gibt es noch Nummer 5, den Madhab von Sufyan ibn Ayna, er ist gestorben 198 nach Hijra. Dann der sechste Madhab war von Ishaq bin Rahway, gestorben 238. Und sein Fiqh ging zum Beispiel komplett verloren. Dann gab es noch den Madhab von Abu Thawr. Er ist gestorben 240 nach Hijra. Und dann gibt es noch den Madhab von Ibn Jarir at-Tabari, gestorben 310 nach Hijra. Und er war Tafsir-Gelehrter und hat sogar ein Buch im Fiqh, das es bis heute gibt. Tabari, jeder kennt ihn. Es gibt auch von Tabari ein Tafsir und auch dieses Buch in Fiqh. Und zusammengefasst ist zu sagen, man erkennt, dass alle Rechtsschulen miteinander verstrickt sind und diese Rechtsschulen sind nicht untereinander im Krieg, wie es einige verkaufen wollen. Und es gibt nicht, dass Abu Hanifa hatte eine andere Aqida wie Malik oder Malik hatte eine andere Aqida wie Ahmed ibn Hanbal. Seinen Blödsinn hört man nur auf TikTok. Und möge Allah diese Leute recht leiten oder möge er sie erniedrigen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen. Möge Allah unser Wissen mehren. Barakallahu fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.